Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video unseres Gravitrax Racing Tournaments. Heute fangen wir an mit der ersten K.O.-Phase, also sprich die ersten zwei Rennen. Ich zeige euch jetzt hier einmal unsere Excel-Tabelle mit unseren Auslosungen. Dort können wir oben sehen, also wir machen heute Gruppe A und Gruppe B. Video 2 wird dann Gruppe C, D und E werden und so weiter. Und deswegen gehen wir jetzt direkt ins erste Rennen rein. Regeln sind wie beim letzten Video erklärt. Wir fahren insgesamt 5 Runden. Silber startet im Lift als erster, dann Rot, Blau und dann Grün. Es gibt genug Überholmöglichkeiten, um innerhalb der 5 Runden zu überholen. Die ersten beiden werden dann weiterkommen. Dann würde ich sagen, reden wir nicht länger weiter darüber, sondern gehen in das erste Rennen rein. So, ich blende euch oben links immer die aktuelle Rangliste ein, damit ihr auch immer wisst, wer gerade vorne ist. Also Iffe hier mit der Pole Position geht als erstes in den Trichter rein, kommt aber nicht als erstes raus. Gravitrax Player startet als letzter und kommt als erster, und Paul bleibt hinten richtig lange hängen. Jetzt müssen wir mal schauen, was Holti macht. Der kann sich da so ein bisschen vorbeißen. Die kommt sogar als erster in den Lift, aber nicht als erster durch den Trichter durch, und dann ändert sich das. Gravitrax Player jetzt erstmal. Wir haben hier nochmal ein Highlight und sehen, wie hier die blaue Kugel hilft, Iffe durchzuhelfen, und Paul nach wie vor letzter. Also mal jetzt in der ersten Runde. Schau mal, hier schiebt sich Holti vorbei an Gravitrax Player. Dritter ist Iffe und Paul nach wie vor letzter. Und jetzt schauen wir mal, wer hier in den letzten Pool als letztes durchkommt. Das macht Holti sehr gut. Verdrängt hier den Gravitrax Player, und dann haben wir jetzt 9 Stand, und zwar Holti erster, Gravitrax Player zweiter, Iffe dritter und Paul nach wie vor letzter. Ist aber ganz dicht dran. Es sind jetzt so zwei Zweiergrüppchen hier geworden. Müssen wir mal schauen, wie das in den nächsten Trichtern weitergeht. Da geht es vor allem darum, da gut durchzukommen. Das tut Paul wieder nicht. Bleibt wieder sehr lange hängen. Ist jetzt fast eine halbe Runde hinten dran. Mal gucken, ob er das noch aufholen kann. Wir schauen mal in den Trichter. Da kann sich Holti durchsetzen gegen Gravitrax Player. Iffe wird hier verdrängt von Paul. Das schauen wir uns auf jeden Fall nochmal an. Wird hier zack einmal weggehauen. Und damit ist Paul jetzt Dritter und knapp hinter Gravitrax Player. Nochmal zur Erinnerung, die ersten beiden kommen weiter. Jetzt nach 3 Runden, also noch 2 zu fahren. Oh, und Paul drängt sich auch hier im nächsten Trichter durch, vom letzten Platz vor auf den zweiten. Kann er jetzt hier in diesem Parcours vorbeiziehen. Geht es auf Platz 1 als erster in den Trichter rein und übernimmt damit jetzt sogar die Führung. Gravitrax Player und Iffe jetzt auf den undankbaren 3. und 4. Platz. Und wir gehen rein in die letzte Runde. Paul hier mit den besten Aussichten nimmt jetzt hier mit Holti die langsame Schiene. Auch Gravitrax Player wird die nehmen, und nur die letzte Kugel hat da oben die schnelle Schiene. Aber es sieht für Paul schon mal sehr gut aus. Hat hier einen soliden Vorsprung, und auch Holti konnte sich absetzen. Wie gesagt, die ersten beiden kommen weiter. Jetzt sind wir mal sehr gespannt. Paul wird das Rennen gewinnen. Holti wird Zweiter. Gravitrax Player wird sogar Vierter, weil Iffe noch vorbeizieht. Und damit ist das erste Rennen hier vorbei. Ihr habt oben links, also ganz da hinten, noch die Rangliste stehen, und die tragen wir jetzt hier einmal ein. Also Paul hat gewonnen als Zweiter, Holti Iffe wurde Dritter und Gravitrax Player Vierter. Damit kommen Paul und Holti in die nächste Runde, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rüber. Ich mache hier einmal die Einstellung, und dann gehen wir in das nächste Rennen. Und zwar seht ihr hier, das ist, ich nenne ihn jetzt Tomate, weil ich nicht weiß, wie ich es aussprechen möchte. Dann Bastis Kugelbahn, Karl und Erik Gravitrax. Und dann gehen wir direkt rein ins Rennen. Wieder 5 Runden, gleiche Regeln wie gerade eben. Let's go. So, ich blende euch hier wieder die Rangliste oben links ein. Dann könnt ihr es wieder nachvollziehen, wer gerade wo ist. Und dann schauen wir mal, wer setzt sich da am Anfang im Trichter durch. Das ist wieder die grüne Kugel. Erik geht hier in Führung. Also überhaupt kein Nachteil, von hinten zu starten mit der grünen Kugel. Aber wer kommt jetzt hier als erster in den Trichter? Auch Erik, wird aber verdrängt von Tomate. Oder Tomate. Ich finde Tomate klingt eigentlich cooler. Ich mache das so. Hier sehen wir es nochmal in dem Highlight, wie er verdrängt wird. Und dann aber Karl nicht mehr vorbeikommt. Karl jetzt hier ein bisschen abgeschlagen auf dem letzten Platz. Mal schauen. Vorhin hat es
hat es die blaue Kugel ja auch geschafft vorbeizuziehen. Deswegen sind wir jetzt hier mal gespannt. Das ist jetzt gerade ein Zweikampf hier vorne um die Führung. Dann schauen wir mal, ob Erik die Führung gegen Tomati verteidigen kann. Leider, was heißt leider, kann sie hier nicht verteidigen. Und damit haben wir einen neuen Stand. Karl jetzt auch auf den 3. Platz und ein bisschen abgeschlagen ist der Bastis Kugelbahn. Aber wir haben gerade gesehen, man kann das alles noch aufholen. Wir sind erst in der 2. Runde. Und schauen mal, wie das Ganze weitergeht. Hier jetzt ein guter Vorsprung von der Silber, ganz knapp vor Erik. Der kann jetzt hier vielleicht in dem Parcours vorbeiziehen. Und so ist es auch. Geht hier als erstes in den Trichter, kommt er auch gut durch. Alle kommen gut durch, außer Karl. Der bleibt hier ein bisschen hängen. Ist damit auf dem letzten Platz und muss jetzt echt schauen, dass er in den nächsten 2 Runden Platz gut macht, weil hier mit, es waren fast 3 Raster in dem Lift, das ist dann doch ein bisschen ein großer Abstand. Ganz kurz zu dem Lift, wenn ihr den auch gerne haben wollt oder euch zunächst mal informieren wollt, den habe ich in der Videobeschreibung unten verlinkt. Funktioniert einwandfrei, kann man super reinfahren und die Kugeln kommen ganz solide durch. Jetzt gucken wir uns hier nochmal das Highlight an, was wir gerade verpasst haben, und zwar hier die rote Kugel. Und dann der Kampf, hier drückt sich Karl vorbei. Es ist auf dem 3. Platz in der entscheidenden Runde. Wie vorhin auch, Bastis Kugelbahn jetzt hier in der Führungsposition. Geht hier in den Trichter, kommt aber nicht so sauber durch. Hat jetzt aber hier die innere Linie auf dieser Bergab-Passage. Kann damit wieder in Führung gehen. Karl auf dem 2. Platz. Die ersten beiden kommen weiter. Und Karl kommt hier als erstes in den Trichter rein, wird aber nur Zweiter. Und Bastis Kugelbahn und Karl gewinnen dieses Rennen. Und Tomati und Erik M. Gravitax sind auch mit dem 3. und 4. Platz leider raus. Ich kopiere euch das einmal hier nach unten. Also ihr seht, es hat nicht zwangsläufig einen Nachteil, wenn man von hinten startet. Am Ende sieht das immer ganz anders aus. So, im nächsten Video werden wir weitermachen mit der Gruppe C, Gruppe D und Gruppe E. Und dann im 3. Video werden wir das Ganze dann verlagern zu kugelbahn.de, werden das Ganze dort drüben gemeinsam kommentieren auf seinem Channel. Wie gesagt, wenn ihr Interesse an dem Lift habt, an dem Separator habt, an diesen Fängern, die ich unter meinen Trichtern drunter habe, dann guckt einfach mal in die Videobeschreibung, da habe ich alle 3 Sachen verlinkt. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ihr kennt das ganze Spiel. Wenn euch es gefallen hat, Like da lassen, auf den Subscribe-Button drücken und wenn ihr kein Video verpassen wollt, auch noch die Glocke aktivieren. Dann freue ich mich auf das nächste Video mit euch. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Schreibt fleißig in die Kommentare und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao!